In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen Pullover für eure Puppe nähen könnt. Und der ist super einfach zu nähen. Der hat Raglan-Nähte und so ein bisschen so einen Oversize-Schnitt. Und genau, den Schnitt dazu könnt ihr euch herunterladen. Ihr findet den Link dazu unter diesem Video. Der ist kostenlos. Und der Pullover passt einer ca. 45 bis 50 cm großen Puppe. Und da ist eine Nahtzugabe von einem halben Zentimeter bereits inbegriffen. Ihr könnt den Schnitt aber auch wie immer einfach ein bisschen kleiner ausdrucken, wenn eure Puppe kleiner ist und die Nahtzugabe dann einfach anpassen, dann passt das auch. Genau, ihr braucht für den Pullover dehnbaren Stoff, entweder Jersey oder einen dünnen Sweatstoff, man kann auch Niki nehmen. Und davon braucht ihr 60 x 35 cm, also 60 cm in der Breite und 35 cm in der Länge. Und dann braucht ihr Bündchenstoff und davon ca. 35 x 15 cm, 35 cm Breite und 15 cm Länge. Dann braucht ihr passendes Nähgarn. Ich habe hier weißes, weil mein Stoff hier von innen weiß ist, der ist nur bedruckt. Eure Schere und Stecknadeln zum Stecken. Und wir starten mit dem Zuschneiden der Bündchen. Ich habe das hier schon gemacht. Und zwar braucht ihr 2 Ärmelbündchen und die sollten 11 x 4 cm haben, ein Halsbündchen mit 17 x 3 cm und ein Saumbündchen für unten, das 32 x 4 cm haben sollte. Und dann schneiden wir den Stoff für den Pullover zu und dazu lege ich mir den in Bruch. Das heißt, ich lege mir den einmal doppelt, sodass hier parallel zu den Rippen im Stoff eine Bruchkante entsteht und lege mir meine Schnittteile dann da drauf. Und zwar habe ich 2 Schnittteile, die im Bruch liegen. Das ist einmal das Vorderteil hier und einmal das Rückteil. Und die lege ich mir hier direkt an die Bruchkante vom Stoff an. Und mein Ärmelschnittteil muss ich zweimal ausschneiden, das liegt nicht im Bruch. Und das lege ich mir so hin, dass der Fadenlauf auch parallel zur Bruchkante und parallel zu den Rippen zeigt. Der Fadenlauf ist dieser rot eingezeichnete Strich hier. Und dann schneide ich mir das Ganze aus. So, und wir starten damit, dass wir uns die Ärmel jetzt erstmal ans Vorderteil nähen. Und dazu lege ich mir die Raglannaht vom Ärmel hier auf die Raglannaht am Vorderteil. Und beim Ärmel ist es die Naht, die ein bisschen kürzer ist. Also ihr seht hier diese beiden Spitzen. Und die nicht ganz so hoch ist, die kommt nach vorne. Und jetzt steppe ich mir diese Naht hier einmal ab mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm. Und versäubere das anschließend mit der Overlockmaschine oder dem Zickzackstich an der Nähmaschine. Ja, so sieht es jetzt aus. Und jetzt nähe ich mir auf der zweiten Seite hier vom Vorderteil meinen zweiten Ärmel fest. Und lege den hier wieder rechts auf rechts, Raglannaht auf Raglannaht und mache jetzt nochmal genau dasselbe. So, jetzt habe ich hier in der Mitte mein Vorderteil und hier sind meine beiden Ärmel. Und jetzt nähen wir hier an diesen beiden Raglan-Nähten das Rückteil fest. Und dazu lege ich mir mein Rückteil hier hin, lege das Vorderteil da drauf und lege jetzt hier wieder Raglannaht auf Raglannaht und steppe das wieder ab und versäubere das, genauso wie beim Vorderteil. So, und jetzt schließen wir uns auch die letzte Naht zwischen Rückteil und Ärmel und legen das hier wieder aufeinander. Und jetzt nähe ich mir auch die Naht zu und versäubere die. So, wunderbar. Und jetzt nehmen wir uns die Seitennähte zu und dazu klappen wir uns das hier einfach einmal entlang der Mitten der Ärmel zusammen und achtet hier wirklich drauf, dass ihr das nicht aus Versehen verdreht, weil man dadurch, dass die Teile alle gleich aussehen, passiert das leicht, dass man sich hier Vorder- und Hinterteil zusammenklappt und den Pulli dann falsch zusammennäht. Am besten könnt ihr das immer sehen an dem Saum des Rückenteils, weil der ist nach unten hin ausgewölbt, während die Kanten hier an den Ärmeln und am Vorderteil nach innen ausgewölbt sind. Das heißt, das nach unten ausgewölbte ist das Rückenteil. So. Und jetzt klappe ich mir das hier so zusammen, rechts auf rechts und nehme mir jetzt hier in einem Schwung die Ärmel zusammen und die Seitennähte und versäubere das dann wieder gleich mit der Nähmaschine oder der Kettelmaschine. Ja, so sieht es jetzt aus und jetzt ist der Grundschnitt, das Grundteil von unserem Pullover schon fertig. Als nächstes nähen wir jetzt die Bündchen an. Und dazu schließen wir erstmal alle Bündchen. Die haben auch eine Nahtzugabe von 0,5. Das heißt, ich nehme mir die jetzt einfach hier an den kurzen Enden zusammen mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm und zwar alle 4. So, und bei den Bündchen braucht ihr die Kanten nicht zu versäubern, weil die klappen wir gleich um.
aber wir schneiden uns die Nahtzugabe ein bisschen zurück, damit die sich schön legt und das nicht so dick ist an den Bündchen. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt klappen wir die Nahtzugabe hier auseinander und schlagen die einmal nach innen um, so dass unsere Bündchen doppelt liegen. Und jetzt schnappe ich mir meinen Pullover und wir beginnen mit den Ärmeln. Und zwar legen wir uns die Bündchen mit der Naht an die Naht nach innen in den Ärmel rein. Und jetzt setze ich mir hier eine Stecknadel und jetzt lege ich mir mein Bündchen einmal so flach hin, sodass ich sehen kann, wo das andere Ende ist, also hier genau, und stecke mir da auch einmal eine Stecknadel rein und mache dasselbe jetzt mit dem Ärmel, also streiche mir den einmal so flach, sodass ich hier einen Knick habe, auf der Hälfte sozusagen vom Ärmel, und da fixiere ich mir jetzt meine Stecknadel, so dass das Ärmelbündchen, das ein bisschen enger ist als der Ärmelsaum selber, gleichmäßig verteilt ist. So, und dazwischen setze ich mir auch noch jeweils eine Stecknadel, damit mir das nicht verrutscht. So, und genau dasselbe mache ich jetzt beim zweiten Ärmel auch. Und genau dasselbe mache ich jetzt auch beim unteren Bündchen. Und da mache ich es so, dass ich mir die Naht hier an die eine Seite lege, auch nach innen, Kante auf Kante, und das einmal feststecke. Und jetzt lege ich mir das Bündchen hier wieder einmal so flach hin, dass ich mir einen Knick mache an genau der gegenüberliegenden Seite von der Naht, setze mir eine Stecknadel als Markierung und stecke mir genau die Stelle dann hier auf der anderen Seitennaht fest. Und jetzt ziehe ich mir das so glatt, dass die Stoffe beide glatt aufeinander liegen. Das heißt, ich muss das Bündchen ein bisschen auseinanderziehen. Und jetzt setze ich mir zwischen nochmal 3 Stecknadeln. So. Und dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Das heißt, ich spanne das Bündchen, bis die Stoffe glatt aufeinander liegen und stecke mir mit Stecknadeln dann Bündchen und Pulloverstoff aufeinander. So. Und am Halsbündchen mache ich jetzt genau dasselbe. Und zwar mache ich das da immer so, dass ich die Naht vom Bündchen auf die hintere Mitte stecke, des Pullovers. Und um die zu ermitteln, klappe ich mir jetzt hier hinten Raglannaht auf Raglannaht und falte das einmal zusammen. Und hier ist dann meine hintere Mitte. Und da stecke ich jetzt mein Bündchen fest, beziehungsweise genau die Naht vom Bündchen. Und jetzt klappe ich mein Bündchen einmal flach zusammen wieder, um die gegenüberliegende Stelle der Naht zu finden, und die markiere ich mir auch wieder mit einer Stecknadel. Und die stecke ich mir jetzt hier vorne auf die vordere Mitte, damit die genau gegenüberliegend ist, und dazu lege ich mir hier vorne wieder die Raglan-Nähte aufeinander und falte das einmal so, dass ich hier meine vordere Mitte ermittle und stecke dann mein Bündchen genau dort fest. Und jetzt ist es wieder so, dass der Pulloverteil weiter ist als das Bündchen selber. Das heißt, ich ziehe jetzt das so auseinander, dass beide Stoffe glatt aufeinander liegen, und setze mir jetzt zwischendurch ein paar Stecknadeln, um die Stoffkanten hier aufeinander zu fixieren. Ja, so schaut das jetzt aus, und jetzt muss ich mir eigentlich nur noch die Kanten überall versäubern und dann bin ich fertig. Aber um das sauber zu versäubern, fixiere ich mir das vorher einmal mit so einem ganz losen Zickzackstich der Nähmaschine, damit meine 3 Stoffkanten hier auch wirklich aufeinander liegen, bevor ich das dann unter die Kettelmaschine lege. Also einmal rundherum alle Kanten mit einem losen Zickzackstich an der Nähmaschine fixieren. Ja, so sieht das jetzt aus. Und jetzt versäubere ich mir die Kanten alle nochmal mit der Kettelmaschine oder mit einem engen Zickzackstich der Nähmaschine, wenn ihr die zum Versäubern verwendet. Ja, so sieht das jetzt aus. Und jetzt habe ich eben gezeigt, wie ihr euch die Fadenenden des Overlock-Garns in die Naht reinzieht. Und da ist meine Kamera ausgefallen. Ich zeige das jetzt nochmal. Normalerweise habt ihr hier jetzt diese Overlock-Fäden hängen und dann könnt ihr einfach mit einer groben Nähnadel oder mit einer Puppennadel hier ein Stück in der Naht zurückgehen, hier den Overlock-Faden auf die Nadel ziehen, in die Naht reinziehen, den hier durchziehen und dann abschneiden. Und dann ist der versteckt und da ribbelt nichts mehr auf. Und das macht ihr dann an allen 4 Bündchen. Und dann könnt ihr den auf rechts wenden. Ja, und jetzt ist unser Pullover auch schon fertig.
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr findet noch viele weitere Tutorials für Puppenkleidung und alles andere rund ums Puppenmachen auf meinem Kanal. Also schaut gerne mal vorbei und ansonsten sehen wir uns vielleicht nächste Woche.